Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kanal. Ich möchte euch heute mal ein Update geben und euch in unsere Katakomben entführen. Katakomben, das ist der untere Teil unserer Scale-Ausstellung, an der wir aktuell arbeiten. Den oberen Bereich, den haben wir ja soweit fertig, dass da auch die ersten Besucher in den letzten Tagen da schon mal gucken konnten. Und jetzt hier im Keller geht es weiter und da möchte ich euch einmal zeigen, was hier alles geplant ist, auf was ihr euch freuen könnt, ja, und wo wir so stehen. Zunächst mal machen wir uns hier virtuell auf die Reise. Ich habe hier mal so einen Lageplan mitgebracht, eine 3D-Zeichnung, um zu zeigen, was wir hier uns so gedacht haben. Man kommt hier so quasi die Treppe runter und hat da den ersten Raum, wo man schon sieht, Episode 1 bis 3. Wir haben den Podrenner von Sebulba neben einem Teil des Jedi-Tempels, wo man dann, ja, wie Anakin vor den Jedi-Meistern steht, die dann halt nur 1:6 groß sind. Von dort geht es dann in die Gänge des Rebellentransporters. Das ist der Raum, wo Darth Vader den Rebellencommander ja, am Schlawittchen packt. Dann haben wir hier auf der Seite den Service-Korridor, wo Leia R2 die Daten eintüdelt. Und hier haben wir uns gedacht, da machen wir so einen Schnitt. Das heißt, so in der Mitte, in der Hälfte ist der Raum einmal aufgeschnitten. Von da, schwuppdiwupp, wandern wir in den Hangar des Todessterns. Man sieht hier, der Besucher steht sozusagen in dem Fahrstuhl, mit dem die Sturmtruppen hoch und runter kommen. Und hier haben wir die Panzertür, die berühmte, hinter der Darth Vader und Obi-Wan Kenobi ihr Lichtschwertduell austragen. Hier haben wir dann noch eine Alkove, wo R2 und C3PO warten, um sich ja, auf den Falken, in den Falken zu verstecken. Und das ist der Gang, aus dem Han, Chewie, Leia und Luke dann in die Szene marschieren. Dann, immer noch im Todesstern, haben wir hier das Geschütz mit 2 Gunnern, die da sitzen werden. Und dann sind wir auch schon in Episode 5, wo wir den Angriff auf Hoth einmal geplant haben. Da wird man so diesen Blick einnehmen können und hat dann einmal einen Fuß im Maßstab 1:6, dann einen Läufer im Maßstab 1:24 in der Mitte, der ist so ungefähr 1,50 lang und dann noch einen kleinen da hinten. Da hoffe ich, dass man so ein bisschen diese Perspektive eingefangen bekommt. Ja, dann wird es auch in die Echo Base reingehen, Maßstab 1:6 mit Garagen und Snowspeedern und einem X-Wing in der Mitte. Dann, darf nicht fehlen, in Life-Size nicht möglich gewesen, aber jetzt hier in 1:6 die Carbonite Freezing Chamber. Auf der gegenüberliegenden Seite, das ist der Raum, in dem Han Solo gefoltert wird. Von da nach Dagobah in den Sumpf mit Yodas Hütte und dem halb versenkten X-Wing. Dann, da freue ich mich schon drauf, die Segelbarke von Jabba, und zwar nicht draußen in der Wüste, sondern wir sind ja hier schon in den Katakomben, ja, im Inneren von Jabbas Palast, in der Garage sozusagen. Daneben finden wir dann auch Jabba in seinem Thronsaal, den wir dann hier vorgesehen haben. Da wird man dann von hier zum Beispiel reinschauen können und dann durch den ganzen Raum bis nach hinten, ja, wo Han Solo in Carbonit als Wandschmuck an der Wand hängt. Daneben haben wir dann einen kleinen Raum, wo das Tidirium-Shuttle, das Cockpit, stehen wird und der Imperator marschiert dann raus vor den ganzen Sturmtruppen. Dann einmal um die Ecke haben wir hier ein kleines Endor-Set, wo wir einen AT-ST-Kampfläufer vorgesehen haben. Und dann freue ich mich auch schon drauf, der Saal, in dem Palpatine, der Imperator, im Todesstern 2 sozusagen vor seiner Fensterscheibe sitzt. Das wird auch, denke ich mal, ein mega cooles Set. Dann geht es schon in die neue Trilogie, wo wir Rey vor den AT-AT-Fuß auf Jakku sitzen sehen. Hier ist Takodana vorgesehen und einmal nicht zu sehen, aber hier wird man sich die Insel vorstellen können, wo Rey Luke das Lichtschwert überreicht. Dann geht es in die Episode 8, wo wir den Silencer haben und den Thronsaal von Snoke mit seinen Praetorian Guards. Von da geht es dann noch einmal nach Exegol und das wäre dann auch schon das Ende des Rundganges, einmal ja, durch alle 9 Episoden hier bei uns in den Katakomben. Damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Ausflugs und ich hoffe, der Einblick in ja, hinter die Kulissen, den wir euch gewährt haben, hat euch gefallen. Ich persönlich finde das immer sehr, sehr spannend, wie
Ideen, die man im Kopf hat, Bilder, die man im Kopf hat, sich dann sozusagen, ja, wie die in der Realität umgesetzt werden, über die Zeichnungen, die habt ihr gesehen, das ist der Zwischenschritt, aber was dann am Ende entsteht, ist häufig dann natürlich noch was ganz anderes und darin liegt ja auch der Spaß und der Reiz und ja, wie gesagt, wenn wir hier weiteren Fortschritt haben, dann machen wir gerne wieder ein neues Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.